Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein König und eine Königin, die ein weit entferntes Königreich regierten, in dem Feen lebten. Dieser König und diese Königin hatten viel Geld, schöne Kleider, köstliches Essen und Trinken sowie eine prächtige Kutsche, mit der sie jeden Tag fuhren. Doch obwohl sie schon viele Jahre verheiratet waren, hatten sie keine Kinder und das machte sie sehr traurig. Eines Tages, als die Königin am Flussrand des Gartens spazieren ging, sah sie einen kleinen Fisch, der aus dem Wasser gesprungen war und am Ufer um Atem rang. Die Königin hatte Mitleid mit dem kleinen Fisch und hob ihn auf, um ihn zurück ins Wasser zu werfen. Bevor der Fisch davonschwamm, hob er seinen Kopf aus dem Wasser und sagte: »Ich kenne deinen Wunsch und ich werde ihn erfüllen, weil du freundlich zu mir warst. Bald wirst du eine Tochter haben.« Was der kleine Fisch gesagt hatte, wurde wahr, und die Königin bekam ein Mädchen, das so schön war, dass der König nicht aufhören konnte, sie voller Freude anzusehen. Er beschloss, ein großes Fest zu feiern, um ihre Tochter allen zu zeigen. Er lud alle seine Verwandten, Freunde und Nachbarn ein. Doch die Königin bestand darauf: »Ich möchte, dass auch die Feen kommen, damit sie unser kleines Mädchen segnen können.« Im Königreich gab es 13 Feen, aber da der König und die Königin nur 12 goldene Teller zum Essen hatten, konnte eine Fee nicht eingeladen werden. So kamen 12 Feen, jede mit einer hohen roten Mütze, roten Schuhen mit hohen Absätzen und einem langen weißen Zauberstab in der Hand. Nach dem Fest bildeten sie einen Kreis um die kleine Prinzessin und schenkten ihr wunderbare Geschenke. Eine Fee schenkte ihr Freundlichkeit, eine andere Schönheit, eine weitere Reichtum und so weiter, bis sie all die guten Dinge der Welt hatte. Gerade als die 11. Fee ihren Segen vollendet hatte, ertönte ein lautes Geräusch im Innenhof. Es war die 13. Fee, die eine schwarze Mütze und schwarze Schuhe trug und einen Besen bei sich hatte. Sie marschierte wütend in die Speisehalle, weil sie nicht zum Fest eingeladen worden war. Sie schimpfte mit dem König und der Königin und schwor Rache. Sie erklärte, die Tochter des Königs wird sich mit einem Spinnrad in den Finger stechen, wenn sie 15 Jahre alt ist, und wird tot zu Boden fallen. Doch die 12. Fee, die ihr Geschenk noch nicht gegeben hatte, trat vor und sagte, dass der böse Wunsch nicht geändert werden könne, sie aber den Fluch weniger schädlich machen könne. Ihr Geschenk war, dass die Prinzessin, wenn sie sich in den Finger sticht, nicht sterben, sondern stattdessen für 100 Jahre in einen tiefen Schlaf fallen würde. Der König, der seine geliebte Tochter vor diesem schrecklichen Schicksal schützen wollte, befahl, alle Spinnräder im Königreich zu sammeln und zu verbrennen. In der Zwischenzeit traten die Geschenke der ersten 11 Feen in Kraft. Die Prinzessin wuchs zu einer so schönen, freundlichen und weisen jungen Frau heran, dass jeder, der sie traf, sie liebte. Am Tag, an dem sie 15 wurde, waren der König und die Königin nicht zu Hause und sie war ganz allein im Palast. Sie wanderte umher, erkundete alle Räume und Flure, bis sie einen alten Turm mit einer schmalen Treppe fand, die zu einer kleinen Tür führte. In der Tür steckte ein goldener Schlüssel, und als sie ihn drehte, öffnete sich die Tür. Drinnen fand sie eine alte Frau, die an einem Rad spann. »Hallo, gute Mutter«, sagte die Prinzessin. »Was machst du?« »Ich spinne«, antwortete die alte Dame, nickte mit dem Kopf und summte ein Lied, während sich das Rad drehte. »Was für ein schönes Rad«, sagte die Prinzessin und streckte die Hand aus, um selbst das Spinnen auszuprobieren. Doch kaum berührte sie das Spinnrad, trat der Fluch der Fee ein. Die Spindel stach ihr in den Finger und sie fiel leblos zu Boden. Doch sie war nicht wirklich tot, sie war nur in einen tiefen Schlaf gefallen.
Als der König und die Königin nach Hause zurückkehrten, fielen auch sie in einen Schlaf, ebenso wie alle Menschen im Palast. Die Pferde in den Ställen schliefen, die Hunde im Innenhof schliefen, die Tauben auf dem Dach schliefen und sogar die Fliegen an den Wänden fielen in einen Schlaf. Das Feuer im Kamin hörte auf zu brennen und schlief ein, das Rad hörte auf sich zu drehen, und die Köchin, die gerade dabei war, einen Küchenjungen zu schimpfen, ließ ihn los, und sie fielen ebenfalls in einen Schlaf. Alles im Schloss blieb still und schlief friedlich. Im Laufe der Jahre wuchs ein dicker Dornenhecken um den Palast, der immer höher und dichter wurde, bis niemand den Palast mehr sehen konnte. Doch die Geschichten von der schönen schlafenden Prinzessin Dornröschen verbreiteten sich im ganzen Land. Mit der Zeit kamen viele Prinzen, um zu versuchen, die Dornen zu durchbrechen, aber die Büsche packten sie wie Hände und sie blieben stecken und starben. Nach vielen Jahren kam ein Prinz in dieses Land. Ein alter Mann erzählte ihm von dem dornenbewehrten Dickicht und dem schönen Palast, der dahinter verborgen lag, wo die wunderbare Prinzessin Dornröschen mit allen anderen schlief. Der alte Mann warnte ihn, dass viele Prinzen versucht hatten, durch das Dickicht zu gelangen, aber alle gescheitert und umgekommen seien. Der junge Prinz antwortete: Ich habe keine Angst. Ich will diese Dornröschen sehen. Der alte Mann versuchte, ihn aufzuhalten, aber der Prinz war entschlossen. An diesem Tag waren die 100 Jahre vollendet. Als der Prinz das Dickicht erreichte, sah er nur wunderschöne Blumen, die sich für ihn öffneten, als er hindurchging. Sie schlossen sich hinter ihm, so dicht wie zuvor. Schließlich gelangte er zum Palast, wo die Hunde im Innenhof schliefen und die Pferde in den Ställen. Die Tauben auf dem Dach schliefen mit ihren Köpfen unter den Flügeln. Als er einmal im Palast war, sah er die Fliegen, die an den Wänden schliefen, das Spitt, das stillstand, und den Butler, der einen Krug Bier hielt, bereit zu trinken. Die Magd saß mit einem Huhn auf dem Schoß, bereit, es zu rupfen, und die Köchin hatte die Hand erhoben, um den Jungen zu schimpfen. Der Prinz ging weiter, und alles war so still, dass er seinen eigenen Atem hören konnte. Schließlich erreichte er den alten Turm und öffnete die Tür zu dem kleinen Raum, in dem Dornröschen lag. Sie schlief auf einer Couch am Fenster und sah so schön aus, dass er nicht aufhören konnte, sie anzustarren. Er beugte sich herunter und küsste sie. Kaum hatte er sie geküsst, öffnete sie ihre Augen, lächelte ihn an und wachte auf. Gemeinsam gingen sie nach draußen, und bald wachte auch der König und die Königin auf, zusammen mit allen anderen, und schauten sich erstaunt an. Die Pferde schüttelten sich wach, die Hunde sprangen auf und bellten, die Tauben zogen ihre Köpfe unter den Flügeln hervor und flogen auf die Felder, die Fliegen summten wieder an den Wänden, das Feuer in der Küche flammte auf, und alles kehrte ins Leben zurück. Der Prinz und Dornröschen heirateten, und sie feierten ein großes Hochzeitsfest. Sie lebten glücklich für den Rest ihres Lebens. Super gemacht! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.